Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge Madame Foganas Herzenssache. Heute habe ich mir mal gedacht, es wäre doch ganz interessant mal zu wissen, wie wohnt es sich und lebt es sich und arbeitet man eigentlich so in Ghana? Mit welchen Schwierigkeiten hat man zu kämpfen? Weil so wirklich, wie das Leben da ist in Afrika, das kriegen wir ja gar nicht so mit. Und da dachte ich mir, Bettina soll einfach mal ein bisschen erzählen. Also ich freue mich übrigens riesig, dass du wieder mal in München bei mir bist. Ja, das ist ja schon nicht ganz so eine alltägliche Geschichte. Deswegen wird ja auch dieses neue Setting hier bei uns. Genau, also wir sind hier schön gemütlich zu Hause bei mir auf dem Sofa. Und ja, Bettina, erzähl mal. Also du lebst da in Accra, das ist ja sicher auch nochmal ein Unterschied, als würde man in einem Dorf in der Pampa leben. Da kommen wir ja auch nochmal darauf zu sprechen. Aber wie ist es denn so in Accra? Was vermisst du denn eigentlich da besonders? Was ist da besser als bei uns oder schöner als bei uns? Ja, leg doch mal los. Mache ich. Also ich freue mich total auch hier zu sein. Das ist quasi jetzt mal hier unsere Sommerfolge. Und die Temperaturen sind ja quasi fast im Haus zu Hause. Es gibt so viel zu erzählen, dass es ein bisschen schwierig ist, wo ich anfange. Also vielleicht steige ich mal ein. Jetzt aktuell wohne ich ja seit einer ganzen Weile in Accra. Also bin da die meiste Zeit, eben weil mein Sohn irgendwo zur Schule gehen muss. Und das geht halt in unserem Setting nur in Accra. Also da bin ich halt in der Hauptstadt Ghanas, in der wirklich mehrere Millionen Leute wohnen. Und das ist was mir persönlich, was ich jetzt erzähle, ist halt auch ein bisschen persönlich gefärbt. Das würde vielleicht jemandem anders gehen. Aber mir gefällt es in Accra nicht gut. Es ist einfach so ein Millionen-Menschen-Moloch, der auch noch halbwegs unorganisiert ist. So. Und das ist einfach was mich persönlich gar nicht anspricht. Ich meine, wenn du dich erinnerst, ich habe ja im Prinzip wirklich die ersten 15 Jahre der Projekte wirklich im Busch gewohnt. Also wenn ich in Ghana war, ich bin da ja noch hin und her geflogen, bin nicht gleich nach Ghana gezogen. Aber dann war es ja wirklich dörflich, also ne. Ja, da ist es auch so, also wir waren ja auch schon so in diesen Dörfern, da sieht man halt dann doch mal einen Baum. Ja. Und da ist halt einfach Platz und da kann man einfach schon mal raus und so. Und es ist schon in Accra, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mich könnte es da auch nicht aushalten, weil da gibt es halt nicht so, bei uns, da geht man auch in Großstädten einfach mal in den Park. Ja. Und da ist halt nichts. Da sind einfach nur Häuser und Kanalisation ist so eine Geschichte. Ja, dann gibt es da eine riesen Elektroschrottdeponie, in die auch wir übrigens unseren Elektroschrott hinfahren. Auch nicht so ein tolles Thema. Also das ist schon, ja, wie du sagst, ein Moloch. Ja, es ist halt so eine riesen Millionenmetropole. Das ist halt wie in vielen Ländern, die einfach so eine riesen Hauptstadt haben. Und mit Dezentralisierung, wo man sagt, klar, es gibt in Ghana noch andere größere Städte, Kumasi, Tamale, Ho, aber es ballt sich halt in Accra alles. Also alle großen Firmen sind in Accra. Alle internationalen Institutionen sind in Accra. Die Schulen sind in Accra. Natürlich gibt es auch im Landesinnern Schulen und so weiter, aber alles zentralisiert und ballt sich da, weil es da auch nur alles gibt. Und dann ist das halt so was mich überhaupt nicht anspricht. Und mein ganzes Team weiß, also sobald mein lieber Klaus mit der Schule irgendwie fertig ist oder sich auf eigene Wandersfüße macht, bin ich so schnell aus Accra raus, so schnell kann keiner gucken. Und dann gehe ich halt wieder zurück ins Dorf. Also das Leben ist halt da wie hier, ich sag mal bei euch in München, so eine riesen Großstadt, aber eben nicht so gut organisiert. Wobei daran gewöhnt man sich ja halt auch, wenn du in so einem Land lebst, wo einfach die Dinge anders sind, anders strukturiert oder gar nicht strukturiert oder wie dem auch sei. Damit muss man umgehen, weil das kann man nicht ändern. Aber was mir total fehlt, zum Beispiel, ist spazieren gehen. Ich persönlich gehe total gerne spazieren oder ich gehe gerne raus. Also nicht nur dieses typische deutsche Spazieren gehen, sondern ich gehe einfach gerne raus. Ich bin total gerne draußen und war halt die ersten
ne, 15 Jahre plus minus im Dorf, immer draußen. Im Dorf, in Ghana bist du draußen. Da gibt es drin keine Klimaanlage, da ist super heiß unter diesem Wellblech oder auch wenn es mit Stroh gedeckt ist, trotzdem drin super heiß. Und in Accra musst du halt die meiste Zeit drin sein, weil draußen es halt so viele Moskitos gibt. Einfach durch diese Stadt, ne, offene Kanalisation und so weiter. Ja. Natürlich gibt es auch auf dem Dorf Moskitos, aber es ist einfach ein ganz anderes Umfeld. Du bist halt viel mehr drin. Dann ist es irrsinnig heiß, ist sowieso heiß, aber weil sie halt alle Bäume fällen. Ne? Also alle Bäume sind weg. Kumasi zum Beispiel war früher, also früher ist jetzt 10, 15 Jahre. Ich bin jetzt seit 25 Jahren sozusagen in Ghana ja unterwegs. Das war mal die sogenannte Garden City. Ne? Also der Mensch, nicht nur ein Problem in Ghana, auch überall, holzt und schneidet alles ab. Und das macht natürlich was aus. Jeder weiß, und das ist ja auch in Deutschland jetzt Thema, die ganzen Flächen wieder zu begrünen, ne? Also alles, was jetzt so zementiert. Ich meine, es muss ja sollte Schatten gespendet werden, ja. Gerade wenn es so heiß ist, sind ja Bäume schon, also ja, Bäume sind halt grundsätzlich unersetzbar. Ja, das Mikroklima, was unter denen herrscht und so. Weißt du, wo wir gestern spazieren waren, wo wir gesagt haben, oh, unter einem Baum ist gleich ein ganz anderes. Ja, und das ist bei uns halt auch so. Deswegen sitzen ja im Dorf alle unter so einem großen Baum, wenn sie sich, ne, unsere also, Termine. Wir merken das auch hier in München. Also wir wohnen gleich gegenüber eines Waldes. Und wenn man da auf der Straße so herfährt, dann ist es heiß. Also gerade mit dem Radl merkt man das halt stark. Und dann kommt da der Wald, dann merkst du, gefühlt gleich 2, 3 Grad kühler. Ja. Weil der Wald einfach wie eine Klimaanlage, sage ich mal, wirkt. Ja, klar. Genau. Und also das ist was wirklich fast unerträglich einfach ist. Alles ist ja dann auch das Luftproblem. Ja? Ich meine, du hast ja dann auch schlechte Luft, wenn du keine Bäume hast. Genau. Ja. Also das ist das Nächste. Also erstmal ist es heiß, dann ist es staubig, weil natürlich alles, was an Vegetation da ist, auch eben Staub fängt und so weiter. Das passiert halt. Also das ist was mir gar nicht gefällt. Und wie ist es dann zum Beispiel mit dem Einkaufen? Das ist ja auch sowas. Kriegst du alles, was du gerne möchtest? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, kriege ich, ist aber so teuer, dass ich es nur ganz selten kaufe oder nie? Also wie ist es da mit den Sachen? Du kriegst vieles. Ich würde sagen, nicht 40 verschiedene Käsesorten und so weiter, aber man kriegt schon vieles. Dann kommt es natürlich darauf an, klar, ich komme aus Deutschland, wir haben ganz andere Produkte und haben ja jetzt nicht so eine enge Bindung, zum Beispiel wie England oder UK mit Ghana, einfach aus der Historie und aus der Sprache. Es gibt viel mehr Produkte, ich sag mal, die in England bekannt sind, die in Amerika bekannt sind, einfach weil da eine größere Schnittmenge ist, die, ich sag mal, in den arabischen Ländern, wir haben viel Libanon und so, die haben so ihre Produkte, Falafel und das Brot und so weiter. Also so ein richtiges Schwarzbrot kriegst du auch. Aber wie du sagst, die Preise sind halt unheimlich hoch. Sie waren schon immer hoch. Klar, es muss alles importiert werden. Dann kommt eine Steuer drauf. Das ist natürlich klar, dass das einfach teurer ist. Und dann, aber seit Covid, wie wir das überall haben, auch hier und sonst auf der Welt, sind die Preise halt nochmal extrem hochgegangen. Und dazu kommt jetzt aktuell, wir nehmen ja im Juli auf, also Juli 2025 jetzt gerade die Folge. Jetzt ist es so, dass wir eine neue Regierung haben und die einfach ihre Arbeit jetzt angefangen haben. Und zum Beispiel ist aktuell, ich versuche es mal neutral zu formulieren, weil ich kein Finanzmarkt, also ich habe von Finanzen, ich will mir da nicht anmaßen, wie die das jetzt gemacht haben, aber auf jeden Fall ist der Cedi in Relation zum Euro, zum Dollar, Pfund, also zu den ausländischen Währungen, hat sich stabilisiert, was ja generell natürlich erstmal gut ist, wenn die einheimische Währung stärker ist. Dazu muss man aber eben sehen, dass das natürlich alles, was importiert wird, noch mal teurer macht. Und solange die alten Sachen, die als der Cedi vor einem halben Jahr noch schwächer war, importiert worden, wollen sie erstmal zu dem alten Preis abverkaufen, weil sie sozusagen da noch nicht diese Marge drauf haben. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich es erkläre. Und jetzt kann man im Prinzip etwas überspitzt formulieren, dass der Euro und der Cedi ist sozusagen 1:1, sag ich jetzt mal. Also 1 Euro sind ungefähr 10, 11, 12 Cedi. Und ich sag mal, vor ein paar Monaten waren es noch 17 oder 18. Jetzt kriegst du sozusagen für deinen Euro auch viel weniger. Und ich lasse jetzt mal raus, ob das gut oder schlecht ist. Das kommt darauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Aber es ist einfach Fakt. Und das bedeutet einfach, ich sag mal, wenn vorher eben so ein Käse 20 Cedi gekostet hat,
dann kriege ich jetzt einfach für weniger Käse für meinen Euro. So, das Ja. macht es halt noch mal teurer. Und generell sind die Sachen einfach wahnsinnig teuer. Was kostet zum Beispiel ein Liter Milch? Liter Milch kostet 5 Euro. So, also, Ja, ist also es, ne, es, happig. ja, also, Weil Milch ist ja jetzt was, wo wir sagen, naja gut, es gibt doch bestimmt bei euch auch Kühe. ja, Da das, muss ich ja nichts extra importieren. genau. Dann, wir kommen in dieser Folge, Leute, von Höchstchen auf Stöckchen. Euch ist wahrscheinlich schon ganz schwindelig. Das hängt eben damit zusammen, dass wir eine fast nicht existierende lokale Produktion haben. Ne? Es gibt da so eine Initiative von der Regierung, von der vorherigen Regierung, One District, One Factory, also ein Distrikt Aha. im Land, Ja. eine Firma. Mhm. Aber wir müssen eben, und wir lassen jetzt einfach die Gründe weg, weil sonst wird die Folge 5 Ja. Stunden lang, wir müssen einfach alles importieren. Was total schlecht ist. Wir importieren ja sogar Tomaten Ja. und Milchpulver aus Frankreich und so weiter. Wie gesagt, wir lassen die Gründe weg, aber dadurch, dass wirklich alles importiert werden muss, ist es einfach wahnsinnig teuer. Wenn man auch guckt, so auf die Statistiken, ist Accra eine der teuersten Städte der Welt. Ja. Also für uns im Leben müssen wir auf alles eigentlich verzichten, was für uns jetzt, sag ich mal, normal wäre. Marmelade, Butter und so. Das ist wahnsinnig teuer. Ja? Ich bringe einfach viel mit in meinem Lebensalltag. Dazu kommt noch, dass wir ja Vegetarier sind. Also mein Sohn und ich, weißt ja, wir essen kein Fleisch, kein Fisch, keine tierischen Produkte. Also nicht vegan, aber eben diese Sachen. Das heißt, die Sachen kriegst du entweder in Ghana gar nicht oder ich muss sie halt mitbringen, was ich dann mache. Ne? Ja, aber mir ist es auch damals aufgefallen, es ist wahnsinnig schwierig. Zum Beispiel, ich bin so eine, ich esse gern Salat. Ja. Also das war ja ein Unding, mal einen Salat zu kriegen. Dann ist es ja das nächste Problem mit dem Waschen, Ja. dass man da in Wasser, dass man dann hinterher vielleicht doch irgendwie ein Verdauungsproblem, ihr versteht, was ich meine, hat. Also ja, es ist schon sehr schwierig. Jetzt habe ich ja einen Mann, der mit dem Magen eben eingeschränkt ist und da eben auch immer schaut. Also der dann immer schon sagt, oh Gott, hoffentlich kann ich noch mal nach Ghana fahren, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich da Sachen kriege, die ich vertrage und die ich essen kann. Also das ist dann natürlich schon schwierig. Ja. Dann kommt, was wir auch jetzt gerade akut, weil Bettina ja jetzt in München ist und wir zum Beispiel so sind, ja, wir steigen halt dann mal aufs Rad und fahren dann mit dem Radl halt irgendwo hin, auch mal eben weiter weg und jetzt hat man ein E-Bike und so. Das geht ja in Accra auch gar nicht. Nein. Das ist ja viel zu gefährlich wahrscheinlich. Also ne, jeder wird sagen, ja wieso, man kann ja trotzdem Fahrrad fahren. Ja, kann man trotzdem. Also ich möchte aber nicht einfach umgefahren werden, weil der Verkehr da ja auch Wahnsinn ist. Ja. Und ich meine, es ist auch was anderes, wenn du wirklich bei 30, 35 Grad Hitze, Fahrrad, da fährt ja kein Mensch Fahrrad. Und dazu gibt es eben keine Wege. Und es ist gar nicht... ich glaube, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, es gibt diese Fahrradfahrkultur im Sinne von A nach B und diese Spaziergehkultur rausgehen. Ja. Das gibt's gar nicht, weil die Frage ist ja, warum mache ich das und so? Dazu kommt, die Luft ist so schlecht. Das hört sich jetzt alles so negativ an, aber wir reden ja wirklich über Accra. Auf dem Dorf ist natürlich was anderes. Zwischen einem und einem anderen Dorf würde ich schon mit dem Radl fahren. Ja, ne? ist so. klar. Aber jetzt Accra, diese Riesenstadt, musst du dich eigentlich im Prinzip immer mit dem Auto fortbewegen, weil um auf den Nahverkehr mal zu kommen, gibt es halt die Trotros. Da musst du dich natürlich zu so und so vielen Leuten einfach reinquetschen. Das ist einfach was, ob man das mag oder nicht. Da wie eine Sardine bei so und so viel Grad eingequetscht zu sein. Während Covid und so weiter ging das ja auch überhaupt gar nicht, wegen der Ansteckungsgefahr und so weiter. Also das sind einfach so Fakten. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ob man es kann oder nicht. Für manche ist es ein Abenteuer, wenn du da seit 25 Jahren lebst, ist kein Abenteuer mehr. Ist schon klar. So, Bei zunehmendem Alter haben wir ja beide auch schon festgestellt, gibt es diverse Dinge, Leute, die man dann einfach, ich weiß nicht, wie es ja euch da so geht, einfach sagt, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr, das brauche ich jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, verstehe ich. Also ist Public klar. Transport ist so eine Sache und er kommt halt nicht pünktlich. Also es gibt da keine Fahrpläne. Es gibt überhaupt gar keine Fahrpläne, sodass angenommen, der Klaus würde von uns zu Hause mit dem Bus, mit dem Trotro, mit dem öffentlichen Verkehr zu seiner Schule fahren, da wüssten wir gar nicht, wann wir das arme Kind wir wüssten wahrscheinlich noch, wo wir den an die Straße stellen sollen, welches Trotro quasi bei ihm da vorbeifährt an der Schule. Aber wann und ob einer kommt und ob da Platz drin ist und so, das weiß man alles gar nicht. Und das ist halt unheimlich schwierig, dann solche Sachen so zu planen. Was gut geht, sind Überlandbusse. Ja, Ne, also Überlandtransport von Accra nach Kumasi oder wo auch immer hin, in die größeren Städte, wo man wirklich ein paar hundert Kilometer oder so fährt. Also
gut für uns. Jetzt, wenn Ghana das hört, sagt, ja, wieso, ich setze mich trotzdem in Accra, in Ashaiman rein und dann komme ich da und da an, das ist schon klar. Aber es dauert halt Stunden und ewig. Und die Frage ist halt einfach auch, Kosten, Nutzen, wie viel Zeit verbringe ich jetzt im Transport, wenn ich 3 Stunden von A nach B brauche, hin und das ist schon 6 Stunden Arbeitszeit. Wo bleibt da noch Zeit, irgendwas zu machen? Klar, ist dann gar nicht so, machbar. also es ist einfach nicht planbar. Und was mir einfach, was mir total fehlt, ist einfach so dieses wirklich rausgehen. Und da ist einfach dadurch, dass ich jetzt in Accra bin, das ist einfach schwierig. Währenddessen, wenn wir dann im Dorf sind oder jetzt auf dem Land oder auch schon draußen von Accra, also nicht im Stadtzentrum sind, dann sieht es natürlich einfach auch nochmal anders aus. Ne? Also es ist ja dann auch quasi so, bei uns ist ja schon so, dass viele Leute auch, um sich sportlich jetzt mal fit zu halten, die fahren jetzt Radl, ob jetzt Rennrad oder irgendwie anders, oder sie gehen joggen, oder sie laufen irgendwie einen Trimmdichtpfad durch den Wald oder irgendwie so, oder klar, man geht auch bei uns ins Fitnessstudio, aber man kann ja da draußen eigentlich gar nichts machen. Also, oder man geht rudern. Ja? Bei uns in München gibt es auch eine Ruderstrecke. Ist ja alles gar nicht möglich. Also genau, oder einfach rausgehen, Fußball spielen oder irgendwas. Ne? Wie geht das gar nicht? Es geht eigentlich dann nur drin, oder? Ja. Man macht alles drin. Wie ich vorhin gesagt habe, ist natürlich jetzt Ansichtssache. Ich bin halt sehr wachsam, was auch einfach Luftverschmutzung angeht. Und Accra hat einfach eine so hohe Luftverschmutzung. Und ich glaube, insgesamt nehmen die Leute, also das schon wahr, aber ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, es stört sie nicht oder es kümmert sie nicht, aber sie haben sich dafür entschieden, es zu ignorieren und es trotzdem zu machen. Ja. Also die etwas besser gestellten Stadtteile in Accra, so Cantonments, Laboni, so Zentrum, Osu, die Leute, die jetzt auch zuhören und einfach Ghana kennen, die wissen, was ich meine. Da siehst du schon auch Leute joggen und so weiter. Ich würde das einfach nicht machen, weil ich habe so einen Check, so eine App, wo ich einfach gucke, wie gerade einfach die Luftverschmutzung ist. Und die ist bei uns eigentlich immer lila, also so Shanghai-mäßig. Das kommt bei uns drauf an, wo der Wind herkommt. Wenn er vom Meer kommt, ist es natürlich viel, viel besser. Aber generell ist einfach eine irrsinnig hohe Luftverschmutzung. Und wir wissen ja heute einfach auch gar nicht, oder wir wissen schon, wie viele Leute einfach daran sterben, ohne dass man es einfach irgendwie so wirklich zuordnen kann oder so. Oder so, ja. Und ich bin jetzt immer was anderes, aber ich will einfach nicht, dass der Klaus da ständig draußen ist und einfach dieses Gift einatmet. Ja. Der ist jetzt 10 und ist da jetzt schon die ganze Zeit aufgewachsen und 11 und 12. Und ich sag mal, mit 30, wenn er 30 Jahre da gelebt hat, ist was anderes, als wenn er jetzt, sag ich mal, vielleicht 30 Jahre irgendwo bei mir in Hagen gewohnt hätte. Gut, Luft ist natürlich bei uns auch eine Sache, aber bei uns gibt es zumindest Filter. Bei uns werden die ganzen Autos importiert, die einfach keinen Filter haben und es kümmert sich keiner und so. Jeder, der schon mal so in Ghana oder in diesen Ländern unterwegs war, weiß ja, wenn so Autos an einem vorbeifahren, was da hinten rauskommt. Da kann der, sagen wir mal, nicht gesund sein. Ja, klar. So. Und man kann auch quasi dann auch nicht, ihr habt ja schon einen Strand, aber so richtig ins Meer, soweit ich mich da erinnern kann, will man da jetzt auch nicht, oder? Nee. Also, auch Stichwort, vielleicht stört es manche Leute nicht, aber ich gehe nicht in, ich sag mal, Greater Accra heißt diese Region. Also im Einzugsgebiet, Großraum Accra, kriegst du mich nicht ins Wasser, weil wir eine riesen Müllkippe haben, die heißt Lavender Hill, also Lavenderhügel, also Lavendelhügel, das ist schon ironisch gemeint. Da geht natürlich alles auch so ungefiltert so ins Meer. Ne? Da wird einfach abgekippt. Und dann haben wir gerade während der Regenzeit natürlich die ganzen Gewässer, das wird ja alles am Landesinneren an die Küste gespült, weil die Flüsse fließen ins Meer. So, dann hast du halt da den ganzen Dreck. Und da wollen wir gar nicht ins Detail gehen, können wir uns alle vorstellen. Und da gibt es auch nicht, wie jetzt zum Beispiel in Italien am Strand, da wird dann jemand mit einem Bagger durchfahren und den Müll aufsammeln und den Sand durchsieben, dass der Müll gesammelt wird und wegtransportiert, damit der Strand immer schön ist. Nein. Ja da auch alles auch nicht. Ja. Wobei ich da mal zur Ehrenrettung sagen möchte, dieses Bewusstsein wird natürlich immer mehr. Gott sei Dank. Also es gibt auch andere NGOs und Organisationen und Firmen und Individuen und so, die da was machen. Und es gibt gerade auch in Ghana so Clean-up-Sessions und so weiter. Aber es ist natürlich auch frustrierend. Das, was wir bei uns am Strand
kriegen wir zum Teil, ne, also aus den Nachbarländern, also nebenan ist Elfenbeinküste und so weiter bis zum Senegal hoch. Das wird ja durch die großen Meeresströmungen bei uns auch angeschwemmt, was gar nicht von uns kommt, sondern eben von der Elfenbeinküste oder so. Wie es auch in Thailand ist oder so, die auch dann den Müll haben, wo du sagst, das kommt aus Amerika oder sonst woher. Genau, so, Ja, also das verstehe sind schon. einfach so Sachen, da gibt es schon so Clean-up-Kampagnen, aber Ja. ich sage jetzt mal nicht so organisiert. Und die Frage ist ja auch, angenommen, die machen einen Clean-up, wo schmeißen sie es hin? Sie schmeißen es auf Lavender Hill und das fließt dann gleich wieder, also so, wir bräuchten mal... Müllverbrennungsanlage. Ja, beziehungsweise einfach Recycling und so oder weiter. sowas, ja. Und da gibt es schon Initiativen. Also da gibt es Sachen, wo Plastikrecycling, es wird immer mehr und ich hoffe, dass es einfach auch mal Kapazitäten, also es nützt uns nicht 20 Joghurtbecher, sondern es muss dann einfach auch eine Großkapazität, Stichwort 3, 4, 5 Millionen Leute, Ja. was die einfach an Müll generieren, sag ich jetzt mal. Dass man Aber das- da gibt es schon einen Weg und ich hoffe einfach, dass das ist natürlich Sachen, die wirklich die Regierung auch mal anpacken muss, dass dass wir da auf einen besseren Weg gehen, so, ne? Wir hatten also wir haben in Ghana in Accra einen botanischen Garten um die Universität herum und der ist im Moment aber gerade geschlossen und da weiß ich jetzt nicht, ob die da vielleicht so eine Renovierung, sag ich, machen und Ja. das dann und danach wieder aufmachen. Da habe ich noch nichts gefunden, aber jetzt sag ich mal so Stadtteilparks oder so, ne? Das gibt's halt gar nicht, aber die Frage ist halt auch wirklich, würde man sich da aufhalten, muss man ja auch fairerweise mal sagen. Also angenommen, der Klaus hat Feierabend an der Schule, ich sage jetzt mal, kommt um 3 Uhr raus, würde der jetzt in so einen Park wollen, selbst wenn Bäume und so wären, sind es trotzdem 40 Grad oder Ist 30. klar. Ja, so, ja. ne? Es ist einfach Tropen. Ja. Und es ist einfach ein anderes Leben. Ja. Ne? So, und abends, also mal einfach so ein Tag, ne? Wir stehen morgens so, ja, ich sag mal zwischen 5 und 6 Uhr auf, geht's Kind normal, wird fertig gemacht zur Schule, dann gehe ich an den Schreibtisch. Und es kommt dann natürlich darauf an, ob ich Termine habe, ob ich mich mit jemandem treffe oder ob wir einen Podcast aufnehmen oder ob ich eine Telefonkonferenz oder irgendwas habe mit meinen Mitarbeitern, die halt überall im Land ja verteilt sind. Und so habe ich dann einfach häufig einen ganz normalen Bürotag. Weil ich Und dann, dass es auch noch funktioniert, wenn dann das Internet funktioniert und das Handy funktioniert. und Strom ist. Und Strom ist, das ist nämlich auch so ein Thema. Da, ja, wenn dann halt die Technik versagt, dann ist auch wieder schwieriger. Ja, du musst halt einfach viel mehr organisieren, generell, und einfach immer einen Plan C, D, E haben. Ja. So, damit du einfach Sachen erledigen kannst und abarbeiten kannst. Und dann hole ich einen Klaus halt nachmittags von der Schule ab. Dann ist wie bei uns zu Hause, wird Hausaufgaben gemacht oder er macht halt seine Extracurricular-Sachen, wo er halt Interesse oder weiter hat. Dann wird abends um 7 Uhr essen wir Abendbrot, halb 7, 7. Und dann muss ich auch sagen, Leute, an das denkt man auch immer nicht. Weil bei uns ist ja so, wenn Sommer ist, ist warm. Und wenn warm ist, ist es bis halb 10 hell. Ah ja. Das hat ja Ghana nicht. Bei Ghana ist es ja so, obwohl es warm ist aber dann stockdunkel. Ja, bei uns geht, ich sag mal, Pi mal Auge, Ja. 6 Uhr die Sonne auf, 6 Uhr Genau. runter, immer. Sodass da abends, ne, wenn die Dämmerung kommt, kommen eben halt auch die Moskitos raus. Also es ist einfach was ganz anderes und ich sag mal, wenn man mehr oder näher in der Natur ist, kann man natürlich sich ganz anders organisieren, als wenn man wirklich in so einer riesen Großstadt lebt und auch einfach so einen eng getakteten Arbeitsalltag haben. Und was bei uns generell einfach viel passiert und ist, du kannst eigentlich nichts richtig planen. Es passieren halt so viele Dinge gleichzeitig, weil eben auch die Gesellschaft und die Menschen an so eine Spontanität einfach gewöhnt sind oder einfach auch... Oder eben auch wissen, dass nichts funktioniert oder immer was spontan dazwischen kommt. So. Jetzt ist das natürlich alles Genau, klar. also ich Auf kann... das hast du dich anders eingestellt. Ja, es ist ganz schwierig, wenn jemand, zum Beispiel jetzt hatte ich 2, 3 Sachen, wo jemand schon einen Termin für nächstes Jahr Februar buchen wollte. Da fühle ich mich mittlerweile quasi überfordert, weil ich denke, oh wow, Februar, bin ich da überhaupt da? Also wo bin ich dann da? Was für Projekte? Dann versuche ich so eine Forecast zu machen, weil wir jetzt zum Beispiel 2 große Schulprojekte haben. Ja, da geht es dann manchmal viel schneller, manchmal geht es langsamer. Dann kommen halt einfach Dinge dazwischen. Dann gibt es einen riesen Regensturm, dann wird halt heute gar nicht gebaut und morgen wird aber der Zement angeliefert und du kannst nicht, so wie hier, sag mal, hier baust du ein Haus und du hast den Zement geordert, ich sag mal für den 18. April,
Plus, minus und ja. dann kommt er am 18. April. April. So ist das bei uns nicht. Wir gehen heute halt los und gucken, was gibt's. Wir müssen natürlich immer wahnsinnig die Preise vergleichen, ne? Weil, klar. weißt du, wir Ja. arbeiten mit Spendengeldern. Da kommt es auf den Tauschrate an, da kommt es drauf an, was jetzt heute gerade das kostet. Da ist, wie oft ich an einem Tag mit Viktor telefonieren kann, ob wir das, was wir geplant haben, jetzt wirklich machen. Also zum Beispiel, wenn wir das Geld tauschen wollen, liegt es ja auf unserem Eurokonto. Dann rufen wir die Bank an, wie ist die Tauschrate heute? Dann ist die Tauschrate total anders wie der Kostenvoranschlag, den wir rausgegeben haben. Und nicht, weil wir nicht planen können, sondern weil es nicht planbar ist. Ja, klar. Also wenn wir einen Kostenvoranschlag machen, dann ist es die Rate Aktuelle. an dem Tag. An Ja, dem und dann Tag, sagt mir aktuell. Victor schon immer, bitte sag den Spendern, das kann in 3 Wochen völlig anders sein. Hoch, runter, rechts, links hätte ich beinahe gesagt. Also muss man ja quasi bei jedem Projekt einen Puffer einbauen, sagen, das kann auch 10% oder 20% mehr sein. Das ist halt okay. Also ich meine, das macht man jetzt ja in der Regel, also ich meine, der Helmut hat eine Werkstatt, weißt du ja, Ja. machen wir das schon auch dann, dass man sagt, okay, es können 5, aber bei uns sind es halt vielleicht nur 5% für Eventualitäten, wenn ich sage, ja, ich brauche da noch ein Brett mehr oder ich will da noch dies oder das. Aber da ist es ja noch extremer, weil allein schon durch den Wechselkurs. So, es ist nicht nur also die Dinge, die wir anschaffen müssen Ja. für den Bau oder die Ausstattung, dass man da eine Preisschwankung hat. Wir haben ja auch gleichzeitig noch mit dem Wechselkurs zu tun. Ne? Und das hat einfach durch die Änderungen, sagen wir mal, in Amerika, dadurch, dass Ghana da auch nah angebunden ist und so weiter. Ich sage, ich kenne mich mit diesem internationalen Finanzsystem, will ich mir kein Urteil erlauben. Ne? Ja. Aber wir wissen alle, dass das unheimlich schwankt und hin und her. Und da ist unser Alltag halt wirklich Erschwert. und du musst, das habe ich auch in der Selfmade-Staffel da bei Amazon, wo ich war, gesagt, du musst wahnsinnig flexibel sein. So flexibel, dass wir morgens gesagt haben, ne, übertrieben, Christine, heute gehen wir Skifahren und 2 Stunden später sagen wir, nee, wir gehen surfen. So, also was völlig anderes. Und wenn du da, also das erfordert einfach eine unheimlich mentale Beweglichkeit, weil man ja also einfach auch Dinge plant und hat man gesagt, okay, dann erledige ich das. Und da ist ja so eine Dynamik dahinter. Wenn ich diesen Schritt erledigt habe, dann kann ich Viktor da grünes Licht geben, dann ruft der Happy im Kinderheim an Ja, genau. und dann ist morgens alles anders. Ja, klar. So, Und dann ne? ist alles wieder zurück. Genau, wir und das machen ist jetzt nur meine Seite in Accra im Dorf. Ja, da ist es nämlich dann ganz anders. Und darauf wollen wir natürlich auch eingehen. Aber ich denke, jetzt haben wir schon einen ganz guten Überblick. Also es ist schwierig. Also ich würde ganz ehrlich sagen, also allein schon, also mich würde ja schon die Hitze völlig. Und das ist eben auch so eine Sache, wo ich sage, aufgrund der Hitze, ich meine, wir wissen alle, wenn es bei uns 35 Grad hat, sind wir auch nicht so produktiv wie bei 25 oder bei 20. Also da sieht man das auch immer. Das natürlich auch, da finde ich eben, das immer in den Dörfern, bei der Hitze, wie die da so eine Schule dann hochziehen, das finde ich einfach auch schon sehr bewundernswert. Aber man sieht eben, also welche Entbehrungen man auch in einer Großstadt wie Accra, wo man sagt, naja, eigentlich kriege ich zwar alles, ist teuer, aber ich habe eigentlich schon, aber dort trotzdem diese ganzen Unwägbarkeiten, das ist schon eine große Herausforderung. Also da muss ich wirklich Hut ab, ja, Danke. dass du das da machst, ja, und trotz dieser Sachen gesagt, oh Leute, jetzt könnt ihr mich mal gern haben, weil ich muss jetzt hier mal weg, raus irgendwie. Ja, ich meine, da hält dich jetzt Klaus, hast du ja selber gesagt. Ja. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es in so einem Dorf abläuft, weil da hat ja Bettina schon gesagt, da ist es ganz anders. Und darauf wollen wir dann in unserer nächsten Folge vielleicht eingehen. Ja. Oder was meinst du? Das finde ich eine gute Idee. Dann machen wir jetzt hier einen Stopp. Ich bitte euch, teilt diesen Podcast, liked ihn, gerne gebt uns 5 Sterne, lasst eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen und alle wissen, dass wir einen total tollen Podcast hier machen. Wirklich live vom Projekt vor Ort mit wahren Geschichten, ehrlichen Geschichten und einfach Sachen, so wie es ist. Guckt bitte auf unserer Webseite vorbei. Da gibt es jetzt gerade aktuell das neue Infoblatt, Januar bis Juni, was da so an größeren Dingen passiert ist. Ihr wisst ja, wir können nie alles unterbringen, weil wir einfach viel zu viele Sachen gleichzeitig machen. Subscribt auf Instagram, Facebook und ich möchte euch gerne unseren YouTube-Kanal auch ans Herz legen, Madame Fogana. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Unter anderem, falls ihr diesen Podcast jetzt gerade hört, auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Couch mit einer Tasse Tee oder kühlem Getränk, ich weiß gerade nicht, wie das Wetter bei euch ist, dann möchte ich euch unseren YouTube-Kanal empfehlen, weil diesen Podcast kann man nämlich auch angucken.
Und zwar auf YouTube und auf Apple Podcasts als Video. Also wenn ihr uns nicht nur im Ohr haben wollt, sondern einfach sehen möchtet, wie Christine und ich zusammensitzen, dann wäre das noch eine Empfehlung von mir heute. Genau. Und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn die Herzenssache von Madame Fogana dran ist. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke schon mal fürs Zuschauen, Zuhören. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.